Ja, Leute, es ist Matchday. An dem Tag, wo ich das aufnehme, noch nicht annähernd, denn wir haben zur Aufnahme erst Mittwoch. Aber wenn ihr es seht, ist Matchday. Und Philipp Herrcher hat einige Sachen geäußert, die sehr, sehr interessant sind in der Ed Broski Show. Und erstmal muss ich sagen, Respekt, das war richtig geil zu sehen. Es hat richtig Bock gemacht. Ed Broski sowieso immer geil. Lasst gerne ein Like und Abo da für mehr. Ihr verpasst ja nichts auf dem Kanal. Ich versuche so aktiv und so schnell wie möglich alle Updates hochzuladen. Der erste FC Magdeburg mischt im Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga mit. In der Fußballshow Ed Broski sprach Philipp Herrcher über seinen Wunsch, in der Bundesliga zu spielen. Sprach noch über mehrere Dinge, muss man auch an dieser Stelle direkt mal sagen, die auch sehr, sehr interessant waren. Allgemein ein geiles Format, wo man auch wirklich Sachen sagen kann, die mal nicht dann direkt in die Kritik kommen, meiner Meinung nach. Finde ich sehr, sehr gut. Dann kommen wir direkt zu weiteren Punkten. Der erste FC Magdeburg blickt auf die erfolgreichste Zweitliga-Runde der Vereinsgeschichte zurück. Schon frühzeitig scheint der Klassenerhalt in Sicht zu sein und auch im Aufstiegskampf könnte der Club mitmischen. Darüber sind sich inzwischen auch Fußballexperten einig. Auch viele Fußballexperten, die auch mittlerweile zu Tietz sagten, dass er der beste Trainer der zweiten Liga ist, mit Abstand sogar. Auch sehr, sehr interessante Sachen. Dazu kommt vielleicht auch nochmal ein Video. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich sehe das tatsächlich sehr, sehr ähnlich. In der monatlich stattfindenden Sportshow Ed Broski war mit Verteidiger Philipp Herrcher erstmals ein Spieler des FCM zu Gast. In dieser versammeln sich Funktionäre, Journalisten, Influencer und Aktive sowie ehemalige Fußballprofis in einer Diskussionsrunde. Gemeinsam mit Moderator Simon Schildgen alias Gamer Brother, Niklas Levinson, Mike Büskens, Lisa de Ruyter und Patrick Fritzsche diskutierte die Runde in der neuesten Auflage über einen möglichen Aufstieg des FCM. Ja, man muss sagen, so wie immer muss man uns halt einfach damit zuzählen mittlerweile. Ich persönlich finde das schwierig, vor allem dann den Spieler da direkt drauf anzusprechen, weil du natürlich dann so eine Drucksituation empfindest irgendwann, auch im Spiel. Aber ich glaube, die Jungs können das besser meistern als letzte Saison. Und man kann schon sagen, dass wir im Aufstiegskampf mit dabei sein werden. Vor allem, wenn man sieht, was die anderen Clubs für Transfers getätigt haben im Winter. Vor allem, was Abgänge angeht. Ich sag nur Karlsruhe mit Budu. Das ist schon ein sehr, sehr schwerer Verlust, muss man ja einfach ganz ehrlich sagen. Und ja, bei Nürnberg könnte es noch ganz doll wehtun. Auch bei Elversberg könnte es noch wehtun. Man muss es dann sehen. Also ich finde das wirklich sehr, sehr interessant, wie das da so abgeht. Aber ob Herrcher an einen Aufstieg des FCM glaubt, ließ er zunächst unbeantwortet. Er scherzte jedoch, wenn ich 10 Tore mache, haben wir gute Chancen. In der laufenden Saison erzielte Herrcher bereits 5 Tore. Über eine mögliche 10-Tore-Saison sagte er, das wäre überragend, wenn ich das schaffen würde. Und ja, das hat man gemerkt. Er würde sich wirklich sehr darauf freuen. Und er hat ja auch bis jetzt sehr, sehr gut gespielt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er dann da auch mal vielleicht nochmal einen Schritt weiter geht in seiner Karriere, muss man ja ganz ehrlich dann so sagen. Erstmals die 10-Tore-Marke knackt. Und, so wie er aktuell spielt, kann ich es mir sogar ehrlich vorstellen. Denn er ist immer da, wenn man ihn braucht. Steht dann einfach da, macht das ganze Spiel im Endeffekt nichts offensiv. Auf einmal ist er in der Situation drin, Tor. Ähnlich wie in Düsseldorf, ähnlich wie in Karlsruhe, wo er sehr, sehr gut gelaufen ist. Ähnlich auch wie in Nürnberg. Auch Karlsruhe ein schönes Tor gemacht. Und das andere Tor fällt mir jetzt leider nicht ein. Schalke-Legende Mike Büskens sprach sich hingegen für eine realistische Chance auf einen möglichen Bundesliga-Aufstieg des FCM aus. Wenn sie die Balance finden, in gewissen Momenten klarer zu sein, dann haben sie richtig gute Chancen aufzusteigen. Sagte wirklich ein unglaublicher Mann, der wirklich Ahnung vom Fach hat. Muss man ja auch dann dementsprechend mal sagen. Er weiß, was er sagt. Hat einen richtig guten Job bei Schalke gemacht, meiner Meinung nach. Und ja, man sieht, wie es ohne ihn bei Schalke läuft, muss man ja auch dann einfach mal dazu sagen. Für Sommerneuzugang Herrcher steht jedenfalls fest, natürlich will ich nochmal Bundesliga spielen. Ob mit oder ohne den FCM, sagte der Außenbahnspieler jedoch nicht. Und man muss auch dazu sagen, man hat vor dem Wechsel von Herrcher gedacht, von Kaiserslautern, dass es sehr wahrscheinlich ohne den FCM, ohne das Angebot vom FCM,
die Saison eigentlich dritte Liga gespielt hätte. Jetzt spielt er eine richtig gute Saison beim FCM. Fehler von Kaiserslautern oder einfach nur das System? Weiß man nicht. Aber auf jeden Fall freut er sich sehr, dass er hier ist. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Vorteile für beide Seiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann in den nächsten Jahren in Liga 1 hochgeht. Ich kann mir aber noch nicht vorstellen, dass es dieses Jahr ist. Sollte es dieses Jahr wirklich sein, dann explodieren meine Nerven komplett. Muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Das wäre schon wirklich pure Eskalation. Aber erstmal geht es jetzt darum, um sich Chancen auf einen möglichen Aufstieg zu bewahren, muss der Club jedoch seine anhaltende Heimflaute in den Griff bekommen. Und selbst nach aktuellen Berechnungen sollte man nicht zu Hause gewinnen und die gleichen Punkte einfahren, wäre es tatsächlich sogar auch möglich. Das ist halt das Kranke daran. Diesem Fakt ist sich aber auch Herrscher auf jeden Fall bewusst und erklärte, woran der FCM arbeiten muss, um nach 10 Monaten wieder einen Heimsieg feiern zu können. Und ja, man muss ganz ehrlich sagen, man hat fast ein Jahr nicht gewonnen. Sowas gibt es im Profifußball, glaube ich, gar nicht, außer bei uns. Das ist ein kranker Fakt. Ist auch ein trauriger Fakt, aber damit muss man dann auch arbeiten. Wir hatten den Gegner schon mausetot da liegen und haben ihn trotzdem stark gemacht, durch individuelle Fehler. Da müssen wir gucken, dass wir es nicht übertreiben. Hascher betonte, man müsse häufiger wie Erwachsene Fußball spielen. Dann würde das Team auch wieder ein Heimspiel gewinnen. Ich glaube mittlerweile, dass es auch tatsächlich der Druck ist in der Mannschaft. Natürlich wird das Herrscher nicht sagen, aber man hat mittlerweile so einen leichten Druck. Man führt dann 2-0, denkt sich dann, ja, spielen wir das jetzt locker aus. Aber dann passiert dieser eine Fehler, der dann das Spiel dreht. Und zack, steht 2-1. Der Gegner hat die Motivation und natürlich auch das Glück. Meiner Meinung nach ist es öfter mal das Glück, leider, was dann zuschlägt. Und macht dann halt mal das lockere Ding rein. Schüttelt sich den Fuß aus, 2-2. So endet das Spiel 2-2, mal wieder unentschieden. Und dann hat man das Pech halt leider. Bevor man jedoch in der Afnet Arena Eintracht Braunschweig zum ersten Heimspiel der Rückrunde empfängt, reist man zum Tabellenvierten SV Elversberg. Für den Rückrundenauftakt sei man gut vorbereitet und wisse, auswärts sei man immer gut. Und ja, genau dieses Spiel läuft gerade, während ich das hier aufnehme. Muss man einfach mal was zu sagen. Hoffentlich gewinnen wir gerade. Wer weiß, vielleicht liegen wir auch hinten. Wäre nicht schön. Ich hoffe, wir sind gerade richtig gut am Gewinnen. Ja. Lasst gerne ein Like und ein Abo, da würde mich auch sehr freuen. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich bei der Spielanalyse zu Elversberg, wo wir dann hoffentlich gewonnen haben. Bis zum nächsten Mal und damit dann auch ciao Leute und schönes Wochenende.